Immer wenn ein Lebensabschnitt, also Uni, Arbeit oder so endet, kann man sich was Neues überlegen. Ich war nie der größte Segler. Immer eher so der Mitläufer. Bei der ganzen Aktion ging es also vor allem ums Abenteuer. Und darum, die Zeit nach dem Studium zu nutzen, um was Außergewöhnliches zu machen. Wann hat man denn mal die Chance dazu? Also habe ich mir ein kleines Segelboot besorgt und wir sind im Herbst nach Kroatien gefahren. Das große Ziel, irgendwann, vielleicht sogar schon für den Winter, nach Griechenland segeln und vor allem was richtig Besonderes erleben. In den ersten Wochen filme ich nur wenig. Es gibt viel zu tun. Das Schiff muss ins Wasser gelassen, aufgebaut und eingerichtet werden. Es ist schon September. Die Vorbereitungen in Deutschland haben länger gedauert als gedacht. Der Sommer zu Hause war regnerisch und ich habe viel Zeit damit verbracht, diesen Trip zu planen und zu überlegen, womit ich meine Zeit in Zukunft verbringen möchte. In Kroatien hingegen scheint immer die Sonne. So kommt es mir zumindest vor. Ich habe es tatsächlich geschafft, mein Schiff, Luna, bewohnbar und fit fürs Meer zu machen und bin endlich unterwegs. Benny, mein alter Schulfreund, komme ich für ein paar Wochen besuchen. Gemeinsam machen wir die ersten Meilen gen Süden. Es ist schön, jemanden dabei zu haben. Aber eigentlich war das Ganze als Soloreise geplant. Benny verlässt mich wieder und ich bin das erste Mal wirklich allein unterwegs. Ich genieße noch ein wenig die Sonne und beschließe dann, Luna für eine Weile stehen zu lassen, um das Inland zu erkunden. Tschüss, Luna. Spät dran. Mit der Fähre geht es ans Festland. Ich verbringe 2 Tage in Split, der zweitgrößten Stadt Kroatiens. Ich genieße es zwar, wieder unter Leuten zu sein, doch schnell wird mir der Trubel, die Altstadt, zu anstrengend. Einer spontanen Eingebung folgend mache ich mich auf den Weg nach Mostar, eine Stadt im mir völlig unbekannten Bosnien. Eines der Wahrzeichen der Stadt, eine altertümliche Brücke, wurde in den 90ern von den Kroaten zerstört. Im nur wenige Gehminuten von der Brücke entfernten Museum über den Krieg und den Genozid an der Bevölkerung kann man sich ein Video davon anschauen. Die Kroaten haben mitgefilmt, als sie die Brücke beschossen haben. Sie freuen sich, als die Brücke nach einigen Schüssen einstürzt. Die wieder aufgebaute Altstadt fühlt sich ein bisschen so an, wie zu Hause durch den Europapark zu spazieren. Nur dass man hier nicht in 5 Minuten von Spanien nach Österreich laufen kann, sondern von einer pittoresken, mittelalterlich wirkenden Altstadt auf noch nicht wieder aufgebaute und zum Teil mit Einschusslöchern gespickte Häuser schauen kann. Schön ist es trotzdem. Vor allem, weil ich im schönsten Hostel übernachte, in dem ich je war. Aus geplanten 2 Nächten wird eine ganze Woche und ich verliebe mich ein bisschen in das kleine Paradies und die Gastfreundschaft. Neben der prunkvollen Schule, in der vormittags kroatische Kinder und nachmittags bosniakische Kinder unterrichtet werden, steht eine abgesperrte Bauruine, die von wagemutigen Touristen bestiegen werden kann. Wo ich in diesem Morgen meine Kamera aufstelle, haben vor 30 Jahren Scharfschützen ihre Gewehre aufgestellt. Ich frage mich, wie lange dieses Gebäude noch stehen wird, wie lange es dauern wird, bis man hier alle architektonisch sichtbaren Spuren beseitigt hat. Zumindest die Brücke wurde wieder aufgebaut. Als ich zurück an Bord bin, ist schon November. Mittlerweile muss ich nicht mehr zur Abkühlung ins Meer springen, es reicht, die Jacke kurz aufzumachen. Ich bin entschlossen, gen Süden zu segeln und erlebe den Sonnenuntergang meist auf dem Wasser. Doch dann habe ich meine bisher krasseste Segelerfahrung. Als ich mich vor einem Sturm im Hafen verstecke, werde ich gefragt, ob ich nicht auf einem richtigen Rennschiff mitsegeln will. Natürlich sage ich ja. Wir sind an diesem Nachmittag fast 3-fach so schnell, wie ich mit Luna maximal fahren kann. Dabei legt sich das 3 Meter breite Schiff fast komplett auf die Seite und wir müssen uns oben festhalten, dass wir nicht runterfallen. Wir segeln tief in die Nacht hinein und der Wind wird immer stärker. Später erfahre ich, dass wir mehrmals fast den Mast verloren hätten. Ich filme nur in ruhigen Momenten und sogar für den Skipper war es das heftigste Segeln, an das er sich erinnern kann. Bei der Siegerehrung am nächsten Abend ist die Aufregung vergessen. Ich sitze bei Nick und seiner Frau. Er hat mich bei der Ankunft im Hafen sofort auf einen Kaffee eingeladen und wir haben uns angefreundet. Er hat mir den Platz auf dem Schiff besorgt. Wir vereinbaren, dass ich irgendwann mal wieder vorbeischaue. Von den Eindrücken der vergangenen Nacht geprägt und nach vielen Gesprächen mit Einheimischen beschließe ich, meine Reise nach Süden für den restlichen Winter zu unterbrechen.
Obwohl sich Luna trotz der geringen Größe auch bei viel Wind gut schlägt, bin ich immer noch eher nach entspannterem Segeln aus. Das habe ich in dieser Nacht gemerkt. Luna wird die Winterstürme in einem sicheren Hafen verbringen. Bis ich im Frühling wiederkomme, suche ich nach ein paar anderen Abenteuern.